Dankeschön nochmals. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Es ist für mich ein ganz großes Segen. Einige Leute haben mir gesagt, Bruder Wagner, weißt du, wenn du eine Konferenz besuchst in Deutschland, es wäre tot. Es werde kein Leben geben, aber ich glaube, das stimmt nicht. Als ich hier bin, ich habe schon erfahren, dass der Heilige Geist ist bei uns. Gott ist mit uns. Und ich habe einen Ausdruck ein paar Mal gehört, der gefällt mir sehr. Und der Ausdruck ist, eine zweite Reformation zu sehen. Ich bin doch der Meinung, dass sowas möglich ist. Aber Gott sucht einen Menschen. Gott sucht eine Gruppe, die bereit sind zu sagen, Gott, wir wollen für dich arbeiten. Wir wollen eine Reformation bringen. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht sind wir das Volk. Ich hoffe es sehr. Wir kennen alle die Geschichte in Joshua. Und wir wissen, dass Mose hat die Kinder Israel 40 Jahre in der Wüste gehabt und dann Gott hat gesagt, jetzt ist die Zeit, bringen Sie hier zu dem Heiligen Land. Und die Kinder Gottes stehen vor diesem Fluss, der Jordan, und sie schauen drüber und hier ist das heilige Land, das versprochene Land. Hier ist das Land, wo sie dort leben wollen. Und dann wir kennen die Geschichte, dass sie sind dann über den Fluss gekommen, ein Wunder von Gott, und dann sie sind dann an die andere Seite gekommen. Aber was haben sie erwartet auf die andere Seite? Wir haben eine ganze Menge Sklaven gehabt in den Vereinigten Staaten vor ungefähr 150 Jahren, 200 Jahren. Und diese Sklaven haben immer nur eine Hoffnung, als sie Christen waren. Und die Hoffnung ist, einmal werden wir in den Himmelreich kommen. Das ist unsere Hoffnung. Und sie haben sehr schöne Lieder gesungen. Und wir sagen, dass diese Lieder heißt Negro Spirituals. Und ihr kennt alle diese Negro Spirituals. Und sie waren sehr, sehr berühmt in Deutschland für einige Zeit. Das Problem mit den Negro Spirituals sind, sie waren sehr melodisch. Sie waren sehr gut zu singen, aber die Theologie war sehr schlecht. Zum Beispiel, sie haben ein Lied, und das Lied heißt, I looked over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home, a band of angels coming after me, coming over the river Jordan. Na, das ist schön, ja, danke schön. Ich kann nicht singen, ihr habt das schon bemerkt. And then another one, on Jordan's stormy banks I stand and cast a wishful eye to Canaan's fair and happy land where my possessions lie. Die Sklaven haben gesagt, hier ist der Fluss Jordan und wenn wir über den Jordan kommen, wir kommen in den Himmelreich. Aber das stimmt nicht. Weil wenn sie über den Jordan kommen, sie kommen in einem Ort und sie werden sich bereiten für einen Kampf, das Grün zu gewinnen. Auf der anderen Seite von dem Jordan war nicht der Himmelreich, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, es war ganz anders. Und wenn man in Joshua, ich glaube Kapitel 4, Vers 19 liest, es sagt er, dass sie sind zu einem Ort gekommen, der ungefähr nur 2 Meilen entfernt war von Jericho. Und dieser Ort hat geheißen Gilgal. Und von der Geschichte von Gilgal ist interessant, weil was ist passiert, ist das Volk Gottes hingekommen und dort haben sie gewartet auf dem Gegenwart Gottes. Und dort haben sie alle die Männer beschnitten. Dort haben sie den Passafest gehabt. Und dort waren sie bereit zu sagen, Gott, du musst uns segnen. Und Gott hat sie gesegnet. Und dann sie sind zu Jericho gegangen und dort haben sie diese Stadt erobert. Und dann kommen sie wieder zurück zum Gilgal, Gott zu preisen und zu danken. Und dann sind sie zu dem Stadt Ai gegangen. Und dort haben sie auch gegen diese Leute gekämpft. Sie haben verloren. Aber sie kommen wieder zurück zum Gilgal. Damit sie werden noch einmal auftanken, noch einmal geistlich arbeiten. Und in der Geschichte von Israel und vieles von den Juden, sie sagen, die Menschen sind immer wieder nach Gilgal gekommen. Weil Gilgal war einem Ort, der sehr wichtig war in diesem Kampf
Kampf gegen die Leute, die wollen sie nicht haben. Ich glaube, dass für uns, wir haben kein Gilgau, aber wir haben Wiedenest. Und für mich, Wiedenest ist genau wie ein Gilgau. Es ist irgendwie ein Ort, wo wir zurückkommen können, auftanken, noch einmal den Heiligen Geist spüren, noch einmal hier kommen und sagen, hier Gott ist und wir können Gott treffen. Aber es wäre sehr schön einmal, wenn wir ein Schild haben auf der Straße, das sagt, hier ist Gilgau, aber das werden wir nie tun. Hier ist Wiedenest. So, wenn ich spreche vielleicht nicht heute zu einzelnen Personen, aber ich spreche zu der Familie von Wiedenest, Forum Wiedenest, die Gemeinschaft von Wiedenest, zu uns alle. Weil ich glaube, dass wir müssen uns auftanken. Und ich glaube, dass wir können nicht nur denken an unsere einzige Arbeit, aber wir müssen denken, was wir zusammen machen können. 3 Aspekte, die beachtet werden müssen. Also ich habe neu gedacht über was ich sagen werde. Neu denken. Irgendwas Neues. Und ich probiere euch irgendwas Neues. Ein paar Dinge sind alt, aber einige sind doch neu. Fangen wir erst mit das Erste. Das Erste ist 3 Ebenen der organisatorischen Effektivität. Das Zweite wird die Erbtheorie von Winter. Das Dritte ist Gebrauch neuer Technologien. Geh mal zu dem Ersten wieder, wo es sagt, 3 Ebenen des organisatorischen Effektivität. Vor ungefähr 1 Jahr habe ich ein Interview gehabt mit einem amerikanischen General von der Bundeswehr. Er hat geheißen Boyken, er hat 4 Sterne, sehr berühmt. Ein gläubiger Christ. Er hat fast seine Stimmen verloren, weil er war gläubig. Und er hat mir gesagt, Bill, weißt du, dass jeder Bundesheer hat 3 Ebenen. Das erste Ebene heißt in Englisch strategical oder strategisch. Das zweite heißt operational. Und das operational, ich habe probiert es zu übersetzen ein bisschen. Und das zweite heißt, sehr schnell, in Betrieb. Und das dritte heißt tactical. Und er hat gesagt, dass jede Bundeswehr hat diese 3 Ebenen. Sie sind sehr wichtig. Das erste sind alle die Generalen, die in den Pentagon sitzen und sagen, warum haben wir eine Bundeswehr? Warum existieren wir? Was wollen wir tun? Und diese Leute sind ganz hoch oben und ihre Gedanken sind sehr hoch. Und sie haben gesagt, wir haben eine Verantwortung, die ganze Vereinigten Staaten zu helfen. Und so, sie sind ganz hoch oben. Dann das zweite, der kommt, der Operational. Das sind eine Ebene, wo die Leute in der Bundeswehr sagen, jetzt, wir werden sagen, hier haben wir einen Krieg in Afghanistan. Oder hier haben wir einen Krieg in Irak oder und diese Leute müssen dann sagen, wie können wir diesen Krieg gut durchführen? Was brauchen wir? Wie viele Waffen brauchen wir? Wie viele Flugzeuge? Und so weiter und so weiter. Sie machen sehr viele Entscheidungen. Und dann das ganz Niedrige ist das Tactical. Und die Tactical sind die Soldaten. Die sind mit den Waffen. Sie sind die dort am Bord wohnen. Und sie tun alle die Arbeit, was getan muss. Sie sind sie sterben, aber sie sind die wirklich schwer arbeiten. Und dieser General hat mir gesagt, es muss diese 3 Ebenen geben. Aber was hat das zu tun mit Wiedenest? Folgendes. Ich habe schon gedacht an die Gemeinde Jesus Christus. Und ich habe bemerkt, dass in Wirklichkeit wir haben auch 3 Ebenen. Ich werde sagen, was Sie sehen. Das erste, hoch oben, sind die Bundesleiter. Sind die Leute, die haben die Verantwortung für den ganzen Bund. Sie haben schöne Büros, sie fahren oft hin und her. Aber sie machen sehr wichtige Entscheidungen. Sie sagen, was ist das Ziel unserer Gemeinden? Wie können wir die Gemeinden helfen? Was für Verbindungen können wir haben mit anderen Bünden und so weiter und so weiter. Und so, wir haben Leute, die sind Bundesleute, können wir sagen. Das zweite, der Operational, ist für mich die theologische Schulen.
die Bibelschulen, theologische Seminare. Und die Lehrer und die Professoren haben dann die Verantwortung zu sagen, wie können wir die Leute ausbilden? Was für Kurse werden wir geben? Was sollen sie lernen? Was ist wichtig für diese Leute? Und die Leute, die sind in den Schulen, haben eine ganz große Verantwortung. Und dann wir kommen zu der letzten Ebene, der Tactical. Und die meisten von euch sind gerade in dieser Gegend. Gemeindegründung, Tactical. Evangelisation, Tactical. Pfarrer einer Gemeinde, Tactical. Ihr seid dort, wo die Menschen sind. Und das ist wichtig. Man wird zu mir sagen, welche von diesen drei ist am wichtigsten? Die Antwort ist, alle drei sind wichtig. Wir brauchen sie unbedingt. Aber ich denke, dass was wir brauchen in Deutschland heutzutage ist eine Erweckung, eine Erneuerung, eine zweite Reformation. Wie können wir das auf die Beine bringen? Meine Erfahrung ist folgendes, ist, dass wir werden auf keinen Fall eine Erweckung haben, wenn einer von diesen drei dagegen sind. Du wirst dich staunen, wie viel Kraft die Leute in das Erste und das Zweite haben. Du wirst dich staunen, wie sie können ohne weiteres sagen, das tun wir nichts. Ich habe eine Erfahrung in ein theologisches Seminar hier in Deutschland einmal. Wir haben einen Kurs, Jüngerschaft, heißt das Leben meistern. Einige kennen das schon. Wolfgang zum Beispiel kennt das, er war eine Hilfe von mir. Und wir sind eingeladen, in ein theologisches Seminar zu gehen. Endlich sind wir eingeladen. Ich war sehr froh. Und wir sind dann hingegangen. Und als wir waren bereit, diesen Jüngerschaftskurs zu haben, damit wir die Leute helfen können, tiefer in ihre Glauben zu kommen, sich vorbereiten für Evangelisation und Gemeindegründung. Der Präsident von diesem theologischen Seminar ist zu mir gekommen, hat gesagt, Bruder Wagner, es freut mich, dass Sie hier sind, aber keiner von unseren Professoren wird kommen. Ich komme auch nicht, hat er mir gesagt. Niemand von den leitenden Leuten wird kommen, aber sie dürfen das doch tun. Wir haben dieses Programm gehabt, aber nachher, sie haben mir gesagt, die Studenten, alle die Professoren haben die nächste Woche gesagt, das ist Wahnsinn, was sie tun. Das ist nicht gut, das ist nicht theologisch genug. Und in Wirklichkeit, sie haben die ganzen Dinge irgendwie zerstört. Einmal war es eine Weckung. Und diese Wirkung war in einer Universität in den Vereinigten Staaten, die heißt Asbury Universität. Und was ist passiert, dass am Dienstag um 10 Uhr, sie haben eine Andachtzeit. Und diese Andachtzeit sollte eine Stunde dauern. Nach einer Stunde, so viele Leute sind nach vorne gekommen, sie haben geweint, sie sind bevor Gott und sagen, Gott, wir brauchen dich. 2 Stunden später, sie sind noch dort, 3 Stunden später, einen Tag später, sie sind noch dort, 2 Tage später noch dort. Es hat ungefähr 10 Tage gedauert. Und diese Erweckung hat einen Einfluss an Universitäten überall in den Vereinigten Staaten. Es war eine große Sache, die passiert ist. Aber ich habe mit einem Mann gesprochen, der heißt Robert Coleman. Er hat der berühmteste Buch in Evangelisation einmal geschrieben. Und Robert Coleman war dabei. Und Robert Coleman hat gesagt, gegenüber von dieser Kapelle, wo das passiert, war das theologische Seminar von den Methodisten. Und Robert Coleman ist zu dem Präsidenten gekommen und hat gesagt, lieber Freund, irgendwas Außerordentliches passiert jetzt über die Straße. Gott ist dabei und wir sollen es freigeben für alle die Leute, die hier sind. Und damit die Studenten können dann teilnehmen. Und der Präsident hat gesagt, Moment mal, wir sind noch nicht sicher. Wir werden eine Sitzung haben. Wir haben immer Sitzungen. Wir werden eine Sitzung haben, wir werden alle die Professoren einladen. Und alle die Professoren sind gekommen. Und Robert Coleman hat mir gesagt, für 2 Stunden haben sie gesagt, sollen wir teilnehmen an was passiert oder nicht? Er hat gesagt, viele sagen, ach, das ist nur eine Gefühlssache. Ja, das ist nicht ernst. Er hat gesagt, nach 2 Stunden, endlich haben sie gesagt, wir werden wählen. Sollen wir die Studenten freigeben, damit sie teilnehmen können an dieser Wirkung oder nicht? Er hat mir gesagt, es waren 25 Professoren dabei. 13 haben gesagt ja, 12 haben gesagt nein.
und die Studenten waren schon ein Teil davon. Nur zu sagen, dass es ist doch möglich, dass einige von dem ersten oder dem zweiten könnte ohne weiteres eine Wirkung töten. Ich kenne ein anderes Beispiel hier in Deutschland. Und in diesem Fall, die Leute in Nummer 1 waren sehr bereit, Missionen zu treiben, Gemeinden zu gründen, Leute zum Jesus Christus zu bringen. Die Leute in der dritten Gruppe waren auch gleich. Wir wollen irgendwie eine Wirkung haben. Gott soll schon gepriesen, wir wollen was machen. Aber die auf dem zweiten haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Und was ist passiert? Es ist ausgestorben. Nichts ist passiert. Die Muslimen haben ein sehr interessantes Konzept für ihre Mission. Was die Muslimen tun, sie haben 3 Ebenen. Die erste Ebene heißt Mega-Missions. Die zweite Ebene heißt Meta-Missions. Und die dritte Ebene heißt Mikro-Missions. Und interessanterweise, diese 3 Ebenen sind ungefähr gleich hier. Mikro, die Leute, die arbeiten in den Gemeinden und in den Städten. Das zweite, die Meta, sind die Leute, die arbeiten in den Bundesländern oder vielleicht in ein Land. Das Hoch, das Mega, ist, wie wir die ganze Gesellschaft ändern können. Und die Muslimen arbeiten immer auf diese 3 Ebenen. Meine Meinung ist, dass wenn einer von diesen 3 nicht bereit sind, teilzunehmen an einer Wirkung, es wird nicht passieren. Ehrlich zu sein jetzt. Ich bin hier gekommen als Gast. Ich kenne die Brüdergemeinde ziemlich gut, aber vielleicht nicht so gut. Das erste Mal, dass ich habe hier einen Vortrag gegeben in Wiedenest, war 1967. So, ich kenne schon ein bisschen, aber für mich, ich habe viele Leute kennengelernt von der ersten Ebene. Ich habe viele kennengelernt von der zweiten Ebene. Ich habe viele kennengelernt von der dritten Ebene. Und ich bin sehr optimistisch. Ich bin optimistisch, weil ich sehe einen Geist Gottes in das Leben von allen diesen 3 Gruppen. Und wenn das passiert, vorsichtig, weil dann der Heilige Geist wird wirklich arbeiten. Und der Heilige Geist wird wirklich was Großes tun. Und ich möchte sagen, es hat mich so viel Freude gebracht, morgens früh war es 7:15 hier zu kommen und zu sehen, leitende Leute von dem Bund, Lehrer von der Schule, Prediger, Gemeindegründungsleute, stehen alle zusammen und beten und sagen, Gott, wir brauchen dich. Das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Das zweite ist vielleicht nicht so wichtig, aber ich werde schnell das sagen. Das zweite ist die Erbtheorie. Einer von den Leuten, die haben uns sehr gesegnet in meiner Universität, war Ralph Winters. Und Ralph Winters war ein guter Bekannter von mir. Und bevor er gestorben ist, er hat mit mir über seine Erbtheorie gegeben. Erbtheorie, dieser Name gefällt mir überhaupt nicht, aber er hat es benutzt, so ich muss es auch benutzen. Und er hat gesagt, in Wirklichkeit, was ist passiert, ist, dass die Gemeinde Jesus Christus heutzutage hat eine Erbschaft gehabt. Und die Erbschaft heißt Evangelisation. Wir haben das von unseren Vorvätern gehört. Wir haben das von vielen Leuten vorher. Und wir haben schon gefunden, dass Evangelisation ist wichtig. Und da haben wir auch gehört, dass es gibt nicht nur Evangelisation, aber auch Gemeindegründung. Und das haben wir auch von unseren Vorvätern gehört. Aber er hat auch gesagt, Sozialaktion. Sozialaktion. Und er hat mir gesagt, Bill, weißt du, was ist passiert? Ist, dass die Evangelikalkirche heutzutage ist sehr stark mit Evangelisation, sehr stark mit Gemeindegründung, aber irgendwie haben wir die Sozialaktion vergessen. Natürlich, was ihr sagen wird, aha, der Bill ist jetzt liberal geworden und er gehört zu dem Weltkirchenrat und so weiter und so. Nein. Ich sage nur ganz leicht, vergessen Sie nicht die Menschen, die arm sind. Weil wenn ihr probiert, Gemeinden zu gründen und irgendwas zu tun, wenn du die armen Leute siehst und wenn du bereit bist, anderen zu helfen,
Du wirst sehr viele Leute gewinnen, weil du wirst sagen, aha, diese Leute meinen es ganz ernst. Wir sollen doch mit Sozialarbeit was machen. Aber gehen wir mal zu dem dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist, wir fangen an mit ein Wort aus der Bibel, Offenbarung 14,6. Ich habe mit einem Mann gesprochen, einmal in Silicon Valley. Die Universität, wo ich jetzt bin, ist in Silicon Valley. Der Grund ist, weil wir wollen die Internet gut benutzen. Wir wollen sehr weit vorauskommen mit technischen Sachen. So, wir sind in Silicon Valley. Und Walt Wilson ist auch in Silicon Valley. Walt Wilson hat mit 6 anderen Leuten für eine längere Zeit eine Firma gegründet. Es waren 7 Leute. Und diese 7 Leute haben eine Firma gegründet. Und diese Firma hat ihren Hauptsitz in Silicon Valley, in der Nähe von San Jose. Und die Firma heißt übrigens Apple. Er hatte später sein Teil verkauft. Er ist ein sehr reicher Mann. Aber jetzt ist er ein Christ. Und er arbeitet zusammen mit Campus Crusade. Er hat eine Organisation, die heißt Global Media Outreach. Und er hat mit mir gesprochen. Er hat gesagt, Bill, hier ist ein Bibelvers. Er hat gesagt, weißt du, dass wir können heutzutage sehen, was dieser Bibelvers bedeutet. Bibelvers ganz einfach. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte. Und es denen zur Verkündigung, die auf der Erde ansässig sind, und jede Nation und jedem Stamm und jede Sprache und jedem Volk. Was bedeutet das? Er sagt, weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet gerade jetzt ein Engel, der durch die Luft fliegt. Was ist das? Das Internet. Wir haben die Möglichkeit, heutzutage durch das Internet das Botschaft von Jesus Christus zu bringen. An jede Nation, jeden Stamm und jede Sprache und jedem Volk. Und ich glaube, vielleicht hat er recht. Er hat eine Internetseite. Und diese Internetseite ist so, dass wenn man zu Google geht, ich glaube, alle wissen, was Google ist. Und wenn du zum Google gehst und du wirst dann reinschreiben, Jesus Christus, das allererste, der kommt vor, ist seine Zeit. Er ist schon sehr, sehr weit voraus. Und an dieser Zeit, es sagte, hier ist, wie man zu Jesus Christus kommt. Und hier ist eine gute Erklärung, ein bisschen wie Campus hat, diese 4 geistliche Gesetze. Aber so, es ist gut gesagt. Und dann am Ende hat er mir gesagt, es gibt 2 Knöpfe. Einer Knopf sagte, bist du bereit, dein Leben zu Jesus Christus zu geben? Ja. Der zweite Knopf, ich habe kein Interesse, mein Leben zu Christus zu geben. Nein. Er hat gesagt, Bill, weißt du, wir bekommen jeden Tag 400.000 Mal Ja. 400.000 Mal. Jeden Tag, wir haben es von fast jeder Nation in der Welt. Wir wissen, wer diese Leute sind. Wir probieren sie irgendwie weiterzubringen. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir haben einen Paradigmenwechsel. Und ich bin ganz in der Mitte von diesem Paradigmenwechsel. Einige Leute haben gesagt, sie sind in dem Mittelalter, weißt du. Ich bin in der ganz hoch oben. Ich glaube, niemand ist älter wie ich. Hier ist ein Paradigmenwechsel. Und der Paradigmenwechsel ist so, dass wir müssen es schon sehen, das Leben ist nicht mehr das Gleiche, wie es war vor 10 Jahren. Ich habe eine Sekretärin gehabt in meiner Universität. Sie ist nicht mehr bei mir. Aber diese Sekretärin hat einen Magistergrad in Computer Science von UCLA. Und diese Mädchen ist zu mir gekommen und hat gesagt, Dr. Wagner, brauchen Sie irgendwas noch von mir? Ja, ich brauche Business Cards. Ja, Business Cards. Brauchen Sie irgendwas anderes? Ja, ich brauche Briefpapier. Briefpapier? Was ist Briefpapier? Briefpapier ist Papier mit den Namen von unserer Schule, die Anschrift, mein Name drauf. Oh, gut. Wie groß soll dieses Papier sein?
Ja, 8,5 by 11. Ja, das wird ich machen. Sie haben nicht gewusst. Ich habe auch für kurze Zeit, ich war in Afrika. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne eine Geschenk zurückbringen an meine Studenten. Wir haben 200 Studenten um diese Zeit. Was für ein Geschenk könnte ich bringen? Ich habe was Schönes gefunden. Und das war dieser Holzmesser. Wir sagen ein Brieföffner. Sehr, sehr schön, nicht teuer, aus schwarzem Holz und alles. So, ich habe 200 Briefmesser gekauft. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe sie sehr in eine Kuvert gegeben und an Weihnachten ich bin gekommen und ich habe gesagt, ich habe keine Geschenke. Und ich sagte, gut, ich habe es zu alle gegeben. Und die Leute haben es geöffnet. Einer ist zu mir gekommen und hat gesagt, Bruder Wagner, danke schön, aber was ist das? Ich habe gesagt, das ist ein Brieföffner. Was ist ein Brief? Ich habe schon gewusst, es ist eine ganz neue Situation. In unserer Schule, wir müssen ein Selbststudium machen für unsere Akkreditierungsleute. Und dieses Selbststudium ist 1500 Seiten. 1500 Seiten. Und so, wir haben es schon fertig gemacht, wir haben es zu den Leuten geschickt. Bis in 2 Wochen später haben sie angerufen, haben die es bekommen? Nein, wir haben es nicht bekommen. Wirklich, wir müssen es noch einmal schicken. Wir haben es ein zweites Mal geschickt. Eine Woche später haben die es bekommen. Nein, wir haben es nicht bekommen. Ach, was ist los? Wir werden keine Akkreditierung bekommen. Problem. So, einer von unseren Leuten sind wieder dorthin gefahren und sagte, ja, wir wissen nicht, vielleicht den Post in Amerika ist so schlecht. Dann wir haben erfahren, warum sie es nicht bekommen haben. Weil wir haben das ganze Buch auf ein kleines Diskett geschickt. Sie haben gewartet für ein ganz dickes Buch. Nein, nur das, elektronisch. Und jetzt diese Erklärungsgesellschaft wird nur elektronisch das annehmen. Wir leben in einer Zeit von einem Paradigmenwechsel. Und meine Frage an uns ist, was können wir tun? Gehen wir noch ein bisschen weiter. Gebraucht neue Technologie, globaler Gebrauch von Medien, Evangelisation des Internet, Erreichbarkeit des Internets. Wenn Walt Wilson hat mit mir gesprochen, hat gesagt, Sie haben gesagt, es gibt 4 Probleme mit dieser Tatsache. Oder Leute sagen immer, es gibt 4 Probleme. Und sie haben gesagt, das erste Problem ist, dass die meisten Leute haben keinen Computer. Und wie können wir den Computer benutzen, damit die Leute werden irgendwie eine Botschaft bekommen? Weißt du, es gibt mehr Computers und Smartphones in der Welt heutzutage als Menschen. Das könnte ich beweisen. Ich könnte auch beweisen, dass in China 75% von allen den Menschen haben die Möglichkeit, zu einem Computer zu kommen. Die Menschen sind viel weiter voraus wie wir. Und es gibt so viele Sachen, jetzt hat der Internet, Pornografie und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir sind ein bisschen niedrig oder hinten gekommen. Zum Beispiel auch, als wir denken über das Internet, wir haben auch eine andere Frage. Und die andere Frage ist folgendes. Leute haben keine Möglichkeit, zu dem Internet zu kommen. Walt Wilson hat Verbindungen mit all diesen großen Geschäften, Apple, Microsoft, alle die verschiedenen Geschäfte. Er hat gesagt, Bill, weißt du, dass in die leitenden Leute von all diesen Geschäften sind es sehr stark gläubige Leute. Und er hat gesagt, wir kommen zusammen, wir sehen, wie können wir das Internet benutzen für Jesus Christus. Und wir sind sehr weit dran in Silicon Valley. Aber er hat auch gesagt, okay, gibt es die Möglichkeit, zu dem Internet zu kommen? Er hat mir gesagt, weißt du, dass es existiert heutzutage 7 Satelliten, die sind schon gebaut worden. Sie brauchen nur 5 von diesen. Und wenn diese 5 Satelliten dort hochgehen, in ungefähr 5 Jahren, jeder Mann, Frau und Kind auf dieser Erde werden die Möglichkeit haben, zu dem Internet zu kommen. Er hat gesagt, wir sind so weit. Aber was tun wir mit den Sprachen? Die Sprachen sind ganz anders. Vor ungefähr 7 Jahren, ich habe ein Software gekauft, wo man könnte übersetzen von Deutsch ins Englisch, vielleicht, ich habe das auch gehabt.
Und ich habe diese Software und ich habe ein Predigt dort reingegeben, zu sehen, wie das gekommen ist auf Deutsch. Und wir haben alles gelacht und gesagt, das war sehr komisch. Und ja, ich habe gesagt, das kann man nicht benutzen. Dann habe ich sehr gut das Beschreibung an diese Software gelesen. Es sagte Folgendes: Es ist nur 68% richtig. Das war ein bisschen zu viel, aber 68% richtig. Er hat mir gesagt, Bill, weißt du, dass heutzutage wir haben Software, die kann von einer Sprache zu dem anderen gehen mit 98% richtig. 98%. Und das bedeutet jetzt, dass jemand könnte vor einem Video stehen und sagen, ich möchte mit dir sprechen über Jesus Christus, wie du zu Christus kommen können, 3 Sekunden später in Swahili. Wir sind so weit. Wir sind so weit. So, wir müssen doch ein bisschen, oh ja, das dritte ist keine Elektrizität. Und er hat mir Bilder nach Bilder nach Bilder gesehen. Hier ist ein Ort in Afrika, sehr weit weg. Und hier steht ein kleiner Rad und oben ist ein, was sagt man, Solar Tablet. Und da unten, man kann reinkommen mit seinem Cellphone und es reingeben und man hat Elektrizität. Und sie haben gesagt, in die ganze Welt, sie bauen diese Dinge. Nur zu sagen, dass hier gibt es die Möglichkeit, irgendwas Großes zu tun. Wir haben sehr viele Möglichkeiten. Meine Frage ist, was tun wir in Deutschland? Was ist möglich? Wir sollen irgendwas machen. Die Universität, wo ich bin, ich muss sehr schnell schließen. Wir haben gesagt, wir wollen die Welt gewinnen durch das Internet. Wenn jemand zu uns kommt, er kann studieren in Internettechnologie, er kann einen Magister bekommen, Journalisten, damit wir können was schreiben, Art und Design, damit wir werden die Internet sehr gut machen. Wenn du zu dem Internet kommst und du wirst sagen, Religion, was für eine Internetseite ist das meistbesuchte Internetseite über Religion in der Welt? Die erste zwei sind islamisches. Die dritte sind uns, Christian Post. Die vierte sind die Mormonen. 15 sind New Age. Und fast kein christliches Seite sind dort. Wir sind sehr weit hinten in diese Richtung, das Internet zu benutzen. Was können wir tun? Die einzelne Person können nicht tun. Der junge Mann aus Syrien, das hat mir so gut gefallen. Er hat das schon richtig benutzt. Und ich glaube, dass wir müssen schon überlegen und nachdenken. Neu denken. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Bruder Wagner, was möchtest du sehen in Deutschland? Ich möchte was sehen, der Leute sagen, ja, Bruder Wagner, du spinnst. Das ist nicht möglich. Ich träume, dass einmal es werde eine christliche Universität geben in Deutschland, wo man Internettechnologie, Journalism könnte dort studieren, Christen könnte dort sein. Mehrere Leute haben mir gesagt, Bruder Wagner, du kennst unsere Gesetze nicht in Deutschland. In Deutschland ist es überhaupt nicht möglich, das können wir nicht tun, es ist unmöglich. Und ich habe gesagt, Halleluja, es ist unmöglich. Gott spezialisiert in das, was unmöglich ist. Und ich glaube, dass die Zeit wird kommen, 5 Jahre, wenn einige Leute haben gesagt, wir wollen eine neue Universität gründen, damit wir unseren Leuten helfen können, alle diese verschiedenen Dinge zu bekommen. Ich könnte noch mehr sprechen, aber ich bin zu Ende. Eine kleine Geschichte. Es war einmal ein sehr berühmter Geigerspieler, hat geheißen Fritz Kreisler, vor 20 Jahren. Er ist nach New York gefahren. In New York hat er die Möglichkeit, ein Konzert zu geben in New York. Er hatte einen sehr wertvollen Geiger und dieser Geiger war sehr alt, aber sehr wertvoll. Und er hatte einen Koffer und dieser Koffer war schwarz und auf diesem Koffer in Gold, es hat gesagt Fritz Kreisler. Fritz Kreisler ist nach New York gekommen und als er in New York ist, in dem Flughafen, hat jemand sein Geiger gestohlen. Er ist zu der Polizei gegangen, die Polizei hat gesagt, furchtbar,
Fritz Kreisler kommt und jemand wird seine Geige stehlen, das geht nicht. Und sie waren sehr, sehr enttäuscht. So, die Polizei haben sofort einen Brief geschrieben. Und dieser Brief hat gesagt, gestohlen, dem Geiger von Fritz Kreisler. Schwarze Koffer, den Namen in Gold, Fritz Kreisler. Und wenn du diese Geige siehst, du sollst zu der Polizei sofort sagen, damit wir es wieder bekommen können. Und sie haben diesen Brief an alle Musikgeschäfte geschickt. So, jeder Musikgeschäft hat diesen Brief. Fritz Kreisler hat seine Geige in 2 Stunden wieder bekommen. Er war sehr froh und dann er fährt zu dem Hotel in New York und er nimmt seinen Geiger mit und er war sehr froh. Er ist in sein Zimmer, sagte, jetzt habe ich ein bisschen Zeit frei, was soll ich tun? Ich mache einen Spaziergang in die Stadt. Aber ich werde meine Geige mitnehmen, ich möchte es nicht hier im Hotel, vielleicht jemand wird es wieder stehlen. So, Fritz Kreisler geht auf die Straße in New York und er sieht ein Musikgeschäft. So, er sagt, ein Musikgeschäft. So, er geht dort rein und er geht deine Geige auf dem Tisch dort. Er hat angefangen, durch das Musik zu sehen. Der Besitzer von diesem Geschäft ist gekommen, aha, ein Geiger, schwarz, Gold, Namen, Fritz Kreisler. Dieser Mann hat den Geiger von Fritz Kreisler gestohlen. Und ein Polizist geht vorne und so, er ist sofort draußen und hat diesen Brief mit und sagte, ja, schau. Der Polizist sagt, ja, das stimmt, gestohlen. Bitte kommen Sie rein, wir haben das Geiger hier drin. Wirklich. Und der Polizist ist gekommen und Fritz Kreisler sucht ihm das Musik. Und er sieht, aha, schon, Fritz Kreisler. Der Polizei ist zu dem Mann gekommen, Fritz Kreisler. Lieber Mann, Sie sind ein Dieb. Sie haben den Geiger von Fritz Kreisler gestohlen. Sie sind verhaftet, kommen Sie mit. Aber ich bin Fritz Kreisler. Haben Sie einen Reisepass oder Identifikation mit? Nein, es ist alles im Hotel. Bitte kommen Sie mit. Wir gehen zu der Station. Er ist fast bereit, mit diesem Mann zu gehen. Dann hat er gesagt, bitte, ich habe nur einen Wunsch. Was ist das? Haben Sie eine Schallplatte von Fritz Kreisler? Ja. Darf ich das hören? Ja, okay. So die Schallplatte fängt an zu spielen. Fritz Kreisler öffnet das Geige. Er hat angefangen mitzuspielen. Ohne Fehler. Der Mann von dem Musikgeschäft und der Polizei hat gesagt, Sie sind Fritz Kreisler. Wie haben Sie gewusst? Haben Sie es gewusst, weil er hat den Geiger von Fritz Kreisler? Nein. Weil er hat gesagt, er ist Fritz Kreisler? Nein. Weil er schaut aus wie Fritz Kreisler? Nein. Weil er spielen können wie Fritz Kreisler. Bist du ein Christ? Weil du sagst, du ein Christ bist? Nein. Weil du schaust aus wie ein Christ? Nein. Weil du gehst in eine Gemeinde? Nein. Weil du lebst wie ein Christ. Und Leute wird wissen, dass Jesus Christus ist in dein Leben. Brüder und Schwestern, wir haben die Möglichkeit, neu zu denken, neu zu leben, eine zweite Reformation hier in Deutschland zu bringen. Und ich kenne Deutschland gut genug zu wissen, dass die Möglichkeit besteht, dass diese neue Reformation könnte hier anfangen. Gottes Segen.